Los geht es, auch in der Liga, endlich gegen den SC Paderborn. Das erste Spiel hier im Regen. Schlechtes Wetter, hoffentlich keine schlechten Bedingungen. Spieltag Nummer 1 nach dem Pokalsieg in Magdeburg. Möchte ich natürlich heute gerne mit einem Sieg in die Liga reinstarten. Wir haben einen richtig guten Kader, wie ich festgestellt habe. War jetzt auch das erste Spiel, also ich möchte jetzt hier nichts höher hängen. Wir sind natürlich Aufsteiger, wir müssen hier versuchen, die Klasse zu halten. Wir gehen rein mit unseren beiden Neuzugängen, mit Rogov und mit Janda. Für einen weiteren reicht leider das Geld, glaube ich, nicht. Wir haben, glaube ich, 885.000. Da wird es schwer, jemanden zu holen. Aber ich halte die Augen offen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch einen verkaufen können. Und dann noch ein bisschen mehr Geld reinkommt. Bin sehr, sehr gespannt. Jetzt schaue ich erstmal, dass ich hier einen guten Auftrag hinkriege gegen Paderborn. Die spielen eigentlich auch eher oben mit. Sind also auch vielleicht mit im Aufstiegskreis oder Favoritenkreis oder irgendwie ein Anwärter auf den Aufstieg. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sehe uns gar nicht so schlecht. Wir haben ja auch das Ziel, dass wir im Mittelfeld landen sollen. Also muss ja unser Kader gut eingeschätzt werden, sonst würde man ja diese Prognose nicht machen. Genau, bei den Jugendspielern, da war leider niemand mit dabei. Ich habe ja aus Versehen jemanden aus Fidschi noch geholt, den ich eigentlich ablehnen wollte. Aber wir schauen mal, vielleicht ist er doch nicht so schlecht. Müssen dem ja auch mal eine Chance geben, ne? Und wahrscheinlich hier für Münster-Verhältnisse würde das schon reichen. Die Gesamtstärke, aber der war auch noch ziemlich jung. Ich glaube, der war erst 13 oder 14. Da müssen wir halt auch erst noch mal gucken. So, Badmatz auf Krodowski. Der ist auch nicht langsam. Ja, setzt sich durch, aber da ist leider niemand. Und dann gibt es sogar Ecke. Hört sich so an. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die Zuschauermenge aufjubelt, dann gibt es auf jeden Fall Eckball. Jimi Hendrix. Beim Eckball haben wir da keinen besseren. Rogov ist auch Linksfuß. Wir machen das mal mit Janda. Der hat zwar nicht so gute Werte, aber der macht das. Komm, der ist klein gewachsen, der hat im Strafraum sowieso nichts zu suchen. Ja, schade. Gut geklärt, aber wir fangen schon mal gut an. Also das war mir wirklich wichtig, im Pokal da eine Runde weiterzukommen gegen Magdeburg. Ja, ist ja auch hier ein Zweitligist. Und dann in der Liga irgendwie gut reinstarten gegen Paderborn. Wir werden noch genug Spieler haben. Schalke, Hamburg, Hannover, Hertha und so weiter, wo wir auf jeden Fall Außenseiter sein werden hier heute. Oh, ist eine große Chance, Badmatz, aber der falsche Mann. Da war Janda gut durchgelaufen. Den hätte er auch mit ein bisschen mehr Glück vielleicht gut verarbeiten können. Wir müssen hier jede Chance nutzen. So viele Chancen werden wir eventuell nicht kriegen. Ja, so Fouls, das gehört dann auch mal mit dazu. Und dann gibt es auch mal den Freischuss hier über Michel. Den schießt er nicht wirklich von da. Doch, den schießt er, aber Behrens im Tor. Gar keine Probleme. So. Schnell nach vorne vielleicht. Da haben wir Rogov. Wir haben wie gesagt ein 4-2-3-1. Das natürlich dann, wenn wir in Ballbesitz sind, ein bisschen breiter gestaltet wird. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe oder nicht. Wenn nicht, dann zeige ich euch das gleich in der Halbzeit nochmal. So mein Lieblingssystem quasi. Und jetzt, da man das natürlich ein bisschen modifizieren kann, möchte ich das natürlich auch nutzen, ne? Und egal, ob wir hier mit Preußen Münster spielen oder mit sonst irgendjemandem, ich spiele hier mutig. Ich will mich nicht hinten reinstellen, das ist gar nicht mein Spielstil. Egal mit wem ich spiele, auch mit Duisburg. Klar, da war das eine andere Voraussetzung, ey, mit meinen mexikanischen Landsleuten da. So, jetzt die Chance. Janda, da läuft Krodowski ein. Gut, und das ist die erste Chance. Oh, XXL-Chance für Krodowski. Den macht er doch noch sonst normalerweise. Oh, das sind 11 Meter frei vom Tor. Oh, und dann so blind drüber. Scheiße, ey. Aber gut. Das ist es halt. Die Chancen müssen wir einfach nutzen. Das sind so große Chancen. Das wäre wichtig. Und wäre auch gar nicht unverdient. Also wir haben jetzt nicht so viele Torchancen, ja, gar keine Frage. Aber so von der Spielanlage, so wie es läuft, bin ich eigentlich bislang sehr zufrieden. Es fehlt halt das Tor. Und das, ja, müssen wir machen. Das weiß Krodowski auch selber. Ey, Junge, das ist XXL-Chance, sowas kriegst du nie wieder wahrscheinlich. Jetzt kommen nämlich die Paderborner über Ansa. Achtung. Nicht rausrücken lassen, Verteidigung muss so stehen bleiben und dann im richtigen Moment zuschlagen. So ist die Devise. Jetzt zum Beispiel Hendrix, perfekt. So, und dann mal versuchen schnell umzuschalten. Ja, das klappt hier. Auch nach wie vor hier hinten rausspielen ist immer eine Devise, anstatt den Ball wegzuhauen. Weil, wenn ihr den Platz habt, schaut euch das an. Das sieht richtig gut aus hier. Badmatz lässt sich ein bisschen fallen, aber so leicht geht es natürlich dann auch nicht. Schade, schade. Aber Verteidigung steht, wir sind sehr wachsam. Das verspricht wirklich eine gute Saison zu werden. Aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Wir können natürlich auch noch 3-4 Spielen
mit 2 Punkten unten hängen. Das weiß man alles nicht, je nachdem. Wie wir hier reinstarten. Rogoff, Batmatz, schön gemacht. Batmatz. Da haben wir ja auch noch gute Optionen vorne. Nemeth unter anderem, den wir ja vom HSV geliehen haben. Also sieht nicht ganz so schlecht aus bei uns. Ja, außer die Eckbälle. Da muss ich mich erst wieder reinfuchsen. Ja, probieren wir nochmal. Diesmal mit einer anderen Variante. Spielen wir mal hier auf Janda. Ist er das? Ja, Janda. Und jetzt an zweiten Pfosten vielleicht. Da ist Hendricks. Nochmal Janda. Kirkisov. Ah, Linksverteidiger, ne? So, nochmal Mees gegen Götze. Felix Götze. Hört, hört. Ist niemand da. Ist niemand da, dann müssen wir es so spielen. Oh, da oben, da kommt er angelaufen. Sehr schön. Rogoff, komm. Der hat bestimmt einen guten Schuss, Rogoff. Und Batmatz. Natürlich hat er einen guten Schuss. Jetzt macht er gleich nochmal. Diesmal per Direktabnahme. Hier wird aus Einlagen geschossen. Oh nein, und das ist schon die erste Verletzung. Das darf nicht wahr sein. Auch noch Batmatz, unser bester Stürmer. Was hat der denn gemacht? Was hat der denn gemacht, Junge? Das geht doch nicht. Aber zum Glück haben wir viele Optionen. Wir haben entweder Amenido, das wäre die schnellere Variante, wobei der hat auch nur 75 Tempo. Ich dachte, der wäre schneller. Fridjonsson, das ist dann, glaube ich, mehr so die Kante. Der ist 1,95, ey, krass. Ja, oder Nemeth, der ist 1,87. Wir machen mal Fridjonsson. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Die haben ja diesen merkwürdigen Buchstaben da zwischen dem I und dem J. Ja, das ist ja bitter, ey. Und ein Ersatz für Batmatz, wobei haben wir ja. Also Fridjonsson oder auch Nemeth. Die müssen dann Batmatz erstmal ersetzen. Ja, der kommt da blöd auf, aber es... Weiß ich nicht, sah gar nicht so schlimm aus. Naja, die erste schwere Verletzung. Saison aus von Batmatz? Nein, hoffe ich natürlich nicht. Vielleicht ist es einfach eine Zerrung oder eine Prellung. Jetzt schauen wir mal vorne, der 1,95 Hühne. Wahrscheinlich Isländer, gehe ich mal von aus bei dem Namen. Was der so macht. Fridjonsson. Schade, wir haben so gut angefangen. Haben mehrfach die Chance verpasst, in Führung zu gehen und dann sowas auch noch. Jetzt, Achtung, Paderborn kommt. Ansa, da ist Michel. Ja, sind wir rechtzeitig dazwischen. Sehr gut. Hellwach. Komm, den kriegen wir mit Mees, genau. Nachspielzeit ist schon rum, 1 Minute. Also 0-0 der etwas besseren Sorte, wobei wir ein bisschen besser drin sind. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch auf höchster Schwierigkeitsstufe. Ich weiß nicht, ob ich da auch nochmal nachschauen kann. Ich hoffe, dass das hier die höchste Schwierigkeitsstufe ist, aber gehe ich mal von aus, ja. Kann ich jetzt hier nicht nachgucken, muss ich dann wahrscheinlich im Menü machen. Aber ihr habt es ja am Anfang gesehen. Ich habe ja auf die höchste Stufe gestellt. So, jetzt wollte ich euch das nochmal zeigen hier. Ich war mir nicht sicher. Also so sieht das Ganze ohne Ball aus und mit Ball... Ah ne, habe ich es doch ein bisschen enger wieder gemacht. Genau, dass quasi Krudowski mit nach innen ziehen soll. Hat er ja gut gemacht bei seiner Chance. Und ansonsten habe ich eigentlich alle... Ja gut, Rogoff zieht dann ein bisschen nach innen. Dafür steht Hendricks ein bisschen tiefer. Mees macht den Flügel breit, genauso wie Ter Horst, der geht dann auch mit nach vorne. So ist der Wunsch. So ist erstmal der Plan, wie ich spielen möchte. Und momentan läuft es ja gut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Noch glücklicher wäre ich natürlich, wenn ich jetzt hier führen würde. Das wäre sehr, sehr schön, weil viel mehr Chancen werden wir eventuell vielleicht nicht bekommen, je nachdem wie Paderborn jetzt hier aus der Halbzeit rauskommt. Oh, Krudowski, das war zu leicht. Wie er sich da hat ausspielen lassen. Freischussvorteil. Und Achtung hier, die Zweikämpfe, die sind am wichtigsten wie immer. Oh, in den Strafraum. Achtung, Michel. Mit dem Rücken zum Tor, das geht eigentlich nicht. Aber der erste Abschluss für die Paderborner. Sven Michel. Ja, viele Zweitligaspieler haben auch ein Face-Upgrade bekommen. Guck mal, das geht nicht, ey. 2, 3 Mann. Ein Glück, dass er so blind vorbeigeschossen hat. So. Cool ist, wo haben wir Hendricks hier? Genau, der steht ein bisschen tiefer. Dafür geht Rogoff ein bisschen mehr mit nach vorne. Und Krudowski macht halt die Läufe. Kirkisov, schade. Das funktioniert ganz gut. Und vorne halt Fridjonsson, der hoffentlich Batmatz gut ersetzen wird. Vielleicht ist er dann unser neuer Stürmer. Vielleicht spielt er so gut, dass ich gar keine andere Wahl mehr habe. Ach hier, Dusan Vlahovic, ja, die wildesten Transfers auch wieder. Von Juve zu Arsenal, auch nicht schlecht. So, jetzt nächste Chance. Janda mit viel Platz. Ja, Mees auf der Außen. Nee, da ist niemand da. Da war leider niemand da als Abnehmer. Wann bietet sich die Chance? Ich habe das Gefühl, das Spiel ist jetzt ein bisschen ausgeglichen, ja?
Paderborner machen jetzt ein bisschen mehr fürs Spiel. Ein bisschen mehr Ballbesitz. Und jetzt die Chance. Michel, Achtung, nächste Chance. Oh, gut geblockt. Verteidigung steht, das ist auch wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Nächste Chance. Wieder Janda, der hat sehr, sehr viel Platz und wir auch. Komm, Mees auf der Außen. Diesmal kommt er an. Und jetzt Fridjonsson. Komm, der ist 1,96, 1,95. Da muss doch jetzt was gehen. Komm, Flanke kommt. Da ist er. Fridjonsson kommt leider nicht ran. Chance lebt noch. Rogoff. Der hat ja einen guten Weitschuss. Aber er sieht Fridjonsson. Da ist er. Fridjonsson. Es fehlt das Tor. Das ist so, so bitter, dass wir hier nicht schon längst führen. Klaas Häufer Umlauf kommt hier rein für Hermann. Also das ist wirklich ein Treppenwitz, dass wir hier nicht längst führen. Aber die große Sorge oder das große Problem Chancenverwertung, dass ich hier schon zu Beginn der Saison darüber reden muss, dass wir hier die Chancen nicht machen. So, aber guck mal, die Paderborner, die spielen jetzt auch nicht so... Ja, sicher würde ich nicht sagen. Es ist ein bisschen besser, glaube ich, als in der ersten Halbzeit. Aber guck mal, das Mittelfeldpressing bei uns, das funktioniert. Das funktioniert richtig gut, richtig klasse. Und dann geht es auch schnell nach vorne. Kirkesow gegen Götze. Ja, und jetzt hier Grodowski mitnehmen und dann Fridjonsson. Irgendwie in der Mitte. Oh, der macht's alleine. Grodowski. Und Mees jetzt mit dem Abstauber. Das ist Chancenwucher. Auch wenn das nicht klare Torchancen sind. Also der Schuss jetzt von Mees zähle ich jetzt nicht als 100%ige Torchance, aber es ist eine Chance. Ja, und ich sehe ja, wie wir hier pressen. Guck mal, Grodowski in der Mitte, der macht sich da immer wieder frei. Wieder die nächste Chance. So, jetzt der Eckball, komm. Fridjonsson, der ist 1,96, der muss er irgendwo rausstechen. Wo ist er denn? Hinten. Ungefähr am 11-Meter-Punkt. Mal gucken, ob er ankommt. Nee, aber Partuff kommt ran. Und da ist er drin, endlich. Mit Voice Crack. Das erste Tor der neuen Saison gehört unserem Kapitän. Junge, zeig deine Rückennummer. Ja, Nummer 16. Und Hendricks mit der Vorlage. Und endlich hier, da ist die Stimmung groß. Die Auswechselbänke noch ganz Kreisklassenniveau technisch. Ja, aus Holz. Ja, und dann steigt er hoch. Ja, komm, welche Sicht willst du haben? Vertikal 2,5. Achso, ist er hochgesprungen. Okay. 2,5 Meter. Zack. Der ist auch nicht klein und endlich die Führung. Gut, das sind so Statistiken, die bräuchtest du nicht. Das allererste Tor von unserem Kapitän. Sehr, sehr schön und auch verdient. Ich finde verdient. Das hätte eigentlich schon in der ersten Halbzeit fallen müssen, aber steckst du nicht drin. Jetzt 5 auf jeden Fall. Nicht mehr viel Zeit. Bleibe im Ballbesitz. Da habe ich das auch mittlerweile rausgefunden. Das hilft auch nicht immer. Also das habe ich im Ultimate Team auch 1-2 Mal schon benutzt. Oh, Achtung, Paderborn kommt. Gefährliche Flanke. Das funktioniert auch nicht immer. Also dann habe ich auch nochmal 1-2 Gegentore mehr bekommen, als ich die Formation umgestellt habe. Also da dürft ihr euch nicht immer drauf verlassen. Vertraut so ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Aber hört nicht immer auf das, was unten links oder unten rechts in dem Fall steht. Gut, Abwehrriege würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Tiki-Taka könnten wir machen, aber wenn es jetzt so gut gerade läuft, dann würde ich jetzt auch nichts verändern. Da bin ich dafür, dass wir das jetzt erstmal so lassen. Und jetzt muss ja Paderborn kommen und dann werden sich irgendwo nochmal Räume ergeben. Und dann eventuell und auch idealerweise fällt hier das zweite Tor. Gleich war es das. Behalte Ballbesitz. Nee, das werde ich nicht machen. Nochmal Grodowski schicken. Ja, schön gemacht. Grodowski, richtig gut. Und jetzt rein damit. Das gibt's nicht. Das ist zum Verrücktwerden. Da gehen sie in die Knie. Schöne Animation, muss ich sagen. Ist halt was anderes, ne? Aber schade. Die Chance zum Beispiel, wenn wir da ein bisschen konsequenter werden, müssen wir werden, dann machen wir den Sack hier viel früher zu und dann müssen wir nicht mehr so lange zittern. 7 Minuten sind es nämlich noch. Bis zum hoffentlich ersten Saisonsieg. Setzen uns dann oben fest wahrscheinlich im Aufstiegsfeld. Also nach 5 bis 6 Spieltagen, da kann man mal so eine kleine Prognose wagen. Da sind dann ein paar Spiele gespielt. Dann wird sich so eine leichte Tendenz ja andeuten, wo es hingeht hoffentlich. Und ich hoffe für uns nicht nach unten. Oh, Grodowski, komm, setz dich durch. Jawohl, und jetzt nochmal die Chance. Jan da vorne, Fridjonsson, muss er sehen. Und jetzt aber Fridjonsson. Oh, das gibt's nicht, ey. Dieses Geschiebe, Jungs. Da muss ein richtiger Bums hinter. Also wir können froh sein, wenn das hier 1-0 ausgeht. Wir müssen 2-3-0, vielleicht 4-0 sogar hier gewinnen. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir nicht noch bestraft werden.
in den letzten Sekunden. Hendricks ist dazwischen. Jawohl, bester Mann. So, nochmal. Letzte Aktion, vielleicht. Oder was heißt vielleicht? Das wird die letzte Aktion. Nochmal. Ein Angriff über Janda und das sollte reichen zum Sieg. Fragt sich nur, ob jetzt noch ein zweites Tor oder nicht. Fridjonsson nochmal in der Mitte. Oder Mees hinten. Ja, da wäre im Abseits gewesen. Aber egal, das war's nämlich. Schiri pfeift ab. Und auch der Auftakt in die Liga ist geglückt. 1:0 gegen Paderborn im Derby, fällt mir gerade auf. Münster und Paderborn sind ja auch nicht so weit auseinander. Also, Handshakes, Shake Hands. Ganz fair und ja, der Auftakt durch unseren Kapitän hier. Wir hätten aber auch noch höher, 2-3-0 mindestens mal gewinnen müssen. Ja, aber was soll's. Wir sind ja gerade am Anfang der Saison. Es kann ja noch nicht alles glatt laufen. Ja, am Ende hatten wir, glaube ich, 11 Schüsse. Also war schon verdient der Sieg. Karlsruhe Ulm unentschieden ist auch immer gut, wenn viele Mannschaften unentschieden spielen. So. Transferhammer. 1. FC Magdeburg holt Nuhu für ein Jahr von den Seattle Sounders. Okay, oh, jetzt haben wir hier schon die Info von Badmatz. Ich hoffe nicht lange. Das wäre echt sehr, sehr bitter. Aber wie lange fällt er denn aus? Ist die Frage. Alle Aufgaben anzeigen. Hier neue E-Mail vom Chefphysio. Oha. 2 Monate. Ellbogenfraktur. Der ist aber gar nicht auf den Ellbogen gefallen, oder? Oh, das ist natürlich bitter. Badmatz direkt im ersten Ligaspiel. Zack, 2 Monate raus. Ja gut, aber wir haben ja die Option. Wir haben ja diesen Fridjonsson. Den würde ich auch gerne reintun. Der ist groß gewachsen. Den kannst du auch mal für Flanken gut benutzen. So, hier Badmatz, der muss natürlich jetzt erstmal raus. Gute Besserung an Badmatz. Lasst mal ein Like da für Badmatz und gute Besserungswünsche. So, Fridjonsson. Der beste wahrscheinlich Amenido, aber für den Fall, ich brauche einfach vorne einen Großgewachsenen. Und der hat, wie gesagt, 1,95 Größe, 85 Kilo, der kann sich auch durchsetzen. Ja, 31, bestes Alter, 56 Tempo, nicht der schnellste, aber Hauptsache er macht vorne seine Sachen gut. Also Ball halten, Ball abschirmen und so weiter. So, neue Nachricht von Preisinger. Was hat er denn? Die Gerüchte in letzter Zeit, die in den Medien kursierten, ja, der sollte auch irgendwie weggehen. Du bekommst deine Chance. Die anderen hier ebenfalls, ja. Den habe ich auch schon mitgeteilt, dass sie doch bleiben sollen. So, weiter geht's. Spulen wir vor. Nächstes Spiel gegen Ulm. Also mit Aufsteiger. Scout-Berichte. Alles schön und gut. Oh, guck mal, das wäre ein freier Spieler. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mehr mit freien Spielern arbeiten. Ansonsten reicht halt das Geld leider nicht, ne? Lukas Poreba, ich bin auch am Überlegen, wo ich vielleicht noch jemanden holen könnte, weil wenn wir nochmal raufgucken auf die Mannschaft, die ist eigentlich gut. Wir haben, glaube ich, auf jeder Position auch Leute, die wir dann dafür reinwechseln können. Also hier Makridis, der kann zum Beispiel auch links und rechts spielen. Amenido kann zur Not auch auf den Außen spielen. Verteidigung muss ich mal gucken. Boley, ja gut, vielleicht nochmal Linksverteidiger. Innenverteidiger haben wir Frenkert und Scherder, deswegen hatte ich ja auf Heinz so ein bisschen geschielt. Also ich glaube, ein Innenverteidiger und ein Rechtsverteidiger. Wenn ich das nochmal irgendwie hinkriegen würde, Mittelfeld sind wir auch ganz gut besetzt bislang. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendeinen guten Jugendspieler. Ich weiß nicht, hier von den Fidschi-Inseln oder aus Deutschland. Wobei, da habe ich ja erstmal einen Keeper angefragt. Jugendmannschaft. Muss ich mal gucken, wo ist denn hier der Fidschi-Mann? Wo ist er denn? Hier, Henry Kahn ist Stürmer, 49. Ich glaube, gut, der ist erst 14. Ja, Kovalenko, das sind halt als Mittelfeldspieler Stürmer. Also ein Linksverteidiger, Wallner, ja, der hat aber auch erst eine 57. Ich halte nochmal meine Augen offen für einen Linksverteidiger und für einen Innenverteidiger. Aber wie gesagt, mit so wenig Geld, ich habe jetzt nur noch 885.000. Das wird wahrscheinlich nur über eine Leihe funktionieren, wenn überhaupt. Naja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch genau wie ich auf die nächsten Folgen. Ich finde das bislang richtig cool. Ich hoffe, dass ich das in ein paar Wochen auch noch machen kann. Ich finde, dass gerade mit diesem neuen Jugend-Scouting-System, auch dieser Rush-Modus, das hat irgendwas. Das ist bislang noch ganz gut. Wie gesagt, mal gucken, ob wir in ein paar Wochen auch noch da so rüber reden. Vielleicht sind ja Spieler aus der Schweiz nicht ganz so teuer. Wie zum Beispiel ein Florian Hoxha, wenn der so ausgesprochen wird. Das wäre Linksverteidiger. Dirk Abels Rechtsverteidiger, Innenverteidiger Mariano Gomez. Also ich werde nochmal meine Augen und meine Ohren offen halten. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der nochmal vom Laster fällt. Ich muss an die langfristige Situation denken. Keine Sorge, ich werde die richtige Entscheidung treffen. Heißt natürlich nicht, dass er spielt, ne? Ich hoffe, dass die da so ein bisschen mitgedacht haben. So, also, schauen wir auf die Tabelle nochmal kurz. Machen wir eine Momentaufnahme. Wir sind auf dem 4. Platz. Ja, Düsseldorf, Schalke, Lautern. Aber die Tabelle, wie gesagt, nach 5, 6 Spieltagen ist die sehr, sehr aussagekräftig. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt den Daumen nach oben und lasst gerne nochmal ein kostenloses Abo da. Macht's gut. Ciao, ciao.